Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU27. Der Server ist jetzt eine Woche alt, beziehungsweise eine Woche und einen Tag alt. Und wir gucken mal, was sich auf dem Server so getan hat, wie viele Spieler hier drauf sind, wie die Ehrenhalle so aussieht. Und mein Fortschritt bisher, ist der Server untergegangen oder nicht? Ja, das gucken wir uns jetzt genauer an. 142 ist die Stufe, die ich gerade bin. Ich habe mich gestern noch komplett nochmal neu episch equipped, weil ganz spontan noch ein Epic-Event mit in das Wochenende reingeschoben worden ist seitens Playa und das kam jetzt ohne großartige Ankündigung vorher. Hatte ich jetzt genutzt gehabt, hätte mir gerne gewünscht, dass das vielleicht ein, zwei Tage früher angekündigt worden wäre, dann hätte man sich noch ein paar Pilze sparen können, aber ja, it is what it is, ne? Wie immer so schön sagt. Auf jeden Fall gucken wir uns mal den Server an. Wir haben hier momentan drauf registriert 22.654 Spieler. Das ist nach der ersten Woche, würde ich sagen, okay bis leicht unterdurchschnittlich, da wir sonst Richtung 30.000, glaube ich, immer schon so gegangen sind, mindestens nach der kompletten ersten Woche. Und bis zum nächsten Serverstart, also innerhalb der nächsten 5 Wochen jetzt nur noch, circa, haben wir es immer so erreicht, zwischen 80, 90 bis 100.000 teils die Leute voll zu kriegen. Das sehe ich auf dem Server nicht. Ich glaube, hier auf dem Server, der wird spielertechnisch ein wenig underperformen von der Anzahl der Spieler her. Das ist so meine Voraussicht für EU27. Was aber nicht unbedingt heißen muss, dass der Server dadurch jetzt irgendwie inaktiver ist als andere. Nur weil jetzt weniger Spieler hier drauf registriert sind. So, ne? Das ist trotzdem immer noch eine gute Anzahl. Und ich glaube persönlich, weil das Ganze ja ein OG-Server ist, dass wir hier vielleicht einen etwas härteren Kern an Spielern haben. So. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil wir sehr viele Oldschool-Leute hier haben, die wieder zurückgekehrt sind oder die Bock drauf hatten, mal auf diesen Nostalgie-Vibe. Und ich glaube, entweder spielen die hier für kurze Zeit, um den Vibe wieder für sich zurückzuerlangen, oder, und was das glaube ich eher, dass es einen harten Kern gibt auf dem Server, der durchhalten wird. Klar, das gibt es halt auch auf jeden anderen Server, aber ich glaube, wie gesagt, spielertechnisch ist hier von den Registrationen her weniger los. Allerdings glaube ich, dafür werden hier Leute, die sich entschieden haben, auf einem OG-Server zu starten, sich wahrscheinlich eh schon gedacht haben, okay, ich habe Bock auf einen Kundschafter, oder Mage. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, um einer dieser 3 OG-Klassen zu bespielen. Und deswegen denke ich mal, die Leute, die hier anfangen, die werden wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen mehr Langzeit spielen. Wir haben hier einen relativ bunten Mix zwischen Kundis und Mages. Ich hätte tatsächlich mit einem höheren Anteil an Kundis noch gerechnet. Wenn man hier ein bisschen runterscrollt, sehen wir, dass sich das ein bisschen ändert. Da haben wir tatsächlich deutlich mehr Kundschafter. Also ich würde sagen, overall gesehen in den Top 100 sind deutlich mehr Kundis als alle anderen Klassen. Das war aber zu erwarten, weil der Kundschafter mit Abstand natürlich die stärkste Serverstart-Klasse ist. Und von den 3 jetzt, ne? Und das war auch schon das, was ich so ungefähr prognostiziert hatte, dass der Mage wahrscheinlich die Klasse sein wird, die am häufigsten gepickt wird, weil das auch unter normalen Server-Startbedingungen der Mage immer in den Top 3 der meistgepickten Klassen ist. Der Kundi wird wahrscheinlich derjenige sein, der am Anfang dominiert, und der Warrior, ich glaube, das werden die sein, die den Server auch noch richtig durchziehen werden. Also ich glaube, die hier sich für den Krieger entschieden haben, das sind Leute, die werden wahrscheinlich auch eher Langzeit durchziehen, beziehungsweise haben da eher die Ambitionen für, weil sie halt jetzt nicht so eine Klasse genommen haben, die jetzt wo du jetzt schnell pusht, einfach so mit, ne? Und ja, das war zu erwarten, dass der Krieger natürlich auch hier die letzte Platzierung sein wird. Allerdings hier mit 20%, ne? Auf normalen Servern hat er, glaube ich, irgendwie
eine 3%ige Pickrate oder so, ne? Ja, hier circa, so sieht das aus. Und Mage immer auf Platz 3 der meistgepickten Klassen. So, ansonsten sehen wir hier schon, dass die ersten Leute hier Richtung 250 so langsam drauf zugehen aus den, von den ersten Rängen hier, ne? Was natürlich auch ganz cool ist, dass hier so ein paar Leute auch den OG-Server-Start so ein bisschen pushen. Es hält sich alles aber noch so in Grenzen. Ich sag mal so ab bis zu den Top 50 haben wir hier so 200er am Start. Danach nur noch vereinzelt und es geht dann schon ein bisschen weiter, ja, Richtung 150, dann relativ rapide tatsächlich dann schon. Ne? Auf 50 Ränge weiter sind wir dann schon wirklich hier im 150er Bereich und ja, ich glaube, da bin ich auch irgendwo hier in der Nähe leveltechnisch angesiedelt, ohne jetzt großartig zu krass zu pushen. Das geht tatsächlich relativ fix, würde ich sagen. Genau, ansonsten ja, befinden wir uns hier in der Gilde Skull Crushers, wo wir hier auch sehr viele Leute drin haben, die auch so Content erstellen. Viele Content Creator sind hier drin, viele aus der Community, die man so kennt. Ne, bin ich auch gespannt, wie sehr die Gilde hier performen wird auf Langzeit gesehen, wenn wir hier ja dann doch eher Leute haben, die auch für Content halt eben da sind, ne? Die Creator sind ja einschließlich mir auch jetzt nicht so bekannt dafür, Serverstarts langfristig durchzuziehen. Die haben vielleicht ihre Chars, ihre Mains, aber Serverstart wirklich nur sehr, sehr ausgewählte. Ne? Aber ich weiß auf jeden Fall, zumindest hatte ich das gehört, dass das Chase durchziehen will auf Langzeit auf dem Server hier und Nisa auch. Das sind ja schon mal 2 Creator, die hier vielleicht dann die Gilde am Laufen halten. Und bei den anderen weiß ich es tatsächlich jetzt nicht aus dem Kopf. Deswegen, ja, kann sein, die ziehen durch oder halt eben nicht. Ne? Werden wir sehen. Was mich auf jeden Fall interessiert und wen ich hier auch viel Glück wünsche, ist Gorgos, ja, weil der hat sich hier zur Aufgabe gemacht auf dem Server und das ist auch der perfekte Anlass dafür, eine Dämonenkrieger-Gilde zu erstellen. Das heißt, hier in der Gilde sind ausschließlich Krieger drin mit der Dämonen-Klasse sozusagen, beziehungsweise Rasse, ja. Und hier haben wir auch einige Spieler am Start, die man auch aus der Community kennt. Viele Leute, die auch schon in der Vergangenheit gute Serverstarts gespielt haben. Und das läuft hier auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr gut beim guten Gorgi in der Gilde. Haben hier auch eine gute Ritterhalle, ein paar Raids auch schon am Start, Ausbauten passen. Und da bin ich sehr gespannt, wie er hier langfristig performen wird. Ich glaube, es wird nicht so einfach werden, nachher später im Late Game die Gilde am Laufen zu haben, beziehungsweise immer Ersatz zu finden, kriegertechnisch, die auch einen Dämonenkrieger spielen halt, ne? Also einen Demon haben und Kriegerklasse sind, ne? Das ist ja schon sehr unique und ich hoffe, er kriegt es hin. Ich glaube aber, wenn die Gilde hier so 5, 6 Jahre alt ist, was natürlich schon eine gewisse Zeit ist so, die meisten spielen heute gar nicht so lange, wird es natürlich immer schwieriger werden, Krieger zu finden, die auch Demon sind für seine Gilde hier. Aber im Moment passt das alles, sieht sehr gut aus und vielleicht haben wir hier auch ausschließlich Langzeitcharaktere drin. Yuri kennt man ja auch als sehr starken Spieler. Masked Man ist hier am Start, Yasti, so, ne? Also hier sind definitiv auch und natürlich auch noch viel, viel mehr, die hier, ja, mit Gorgi an der Seite durchziehen. Und das finde ich sehr cool und ich hoffe mal, das wird auch noch eine Zeit lang so halten. Genau, ansonsten, ja, wie gesagt, so meine Voraussicht auf dem Server, ich glaube, halt wie gesagt, es wird nicht so diese Masse an Gilden geben, die hier auf dem Server vertreten ist, die hier richtig krank performen auf Langzeit. Aber ich glaube so, dass schon sich das hier ein paar zur Aufgabe gemacht haben, wirklich lange Zeit auf dem Server zu verbringen. Würde ich jetzt hier drauf, oder würde ich empfehlen, hier drauf zu spielen? Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Also ich glaube, ich würde tatsächlich eher, wenn man jetzt sich überlegt, soll ich jetzt noch auf den neuesten Server anfangen oder nicht? Ich glaube, ich würde immer noch eher empfehlen, vielleicht auf einem etwas älteren Server zu gehen, wo schon
ja, der schon ein bisschen etablierter ist, trotzdem die Spieleranzahl hoch, sowas wie EU20 oder so, würde ich, glaube ich, immer noch empfehlen. Ist auch noch nach wie vor einer der aktivsten Server. Wenn man jetzt hier unter seinesgleichen sein will und Krieger, Mage oder Kundi jetzt nur unbedingt spielen will, kann sich das überlegen. Aber wie gesagt, hier ist halt nicht so die Masse an Spielern da, sondern eher so, würde ich sagen, vielleicht der harte Kern, die Leute, die Bock haben auf so eine OG-Klasse halt eben. Und ja, kann dafür sprechen, dass die Leute dementsprechend auch länger ambitioniert hier sind. Mal schauen, wie das mit dem Server in Zukunft so verläuft, wenn die ersten Fusionen anstehen. Das wird dann auch nochmal spannend zu sehen werden, wenn das hier auf dem Server soweit ist. Aber bis dahin wird es, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Ansonsten soll es das soweit erstmal von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.